Herzlich willkommen zu unserer kleinen Führung durch das Lego Ninjago Wiki. Wir wollen dir heute einen kleinen Überblick über unser Wiki und all seine Facetten verschaffen, also bleib dran. Sehen wir uns zuerst die Hauptseite ein wenig an. Die Überschrift rechts an der Seite verrät es bereits. Wir wählen in der Community jeden Monat einen Artikel des Monats. Dieser wird auf der Hauptseite präsentiert und soll allen Nutzerinnen und Nutzern, die vielleicht auch das erste Mal bei uns sind, einen Einblick in unsere Arbeit geben. In diesem Abschnitt findest du die Seiten, an denen gerade einer oder mehrere Nutzer arbeiten. Diese Seiten sind dementsprechend noch nicht vollständig, werden aber laufend erweitert. Was du auf diesen Seiten darfst und was nicht, werden wir später noch erläutern. In dieser Tabelle findest du das aktuelle Wiki-Team. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder Problemen kannst du gerne einen von uns kontaktieren. Wende dich dabei bitte zuerst an die Administratorinnen und Administratoren oder den Moderator. Sie sind die primären Ansprechpartner für alles, was mit dem Wiki zusammenhängt. Aber selbstverständlich werden dir auch alle anderen Nutzerinnen und Nutzer helfen und hilfreiche Tipps geben können. Hier unten findest du immer die 2 aktuellsten Blogbeiträge. Unsere Nutzerinnen und Nutzer dürfen im Blog alles teilen, was für die gesamte Community relevant ist. Und du musst natürlich nicht vorher fragen, bevor du einen Blogbeitrag schreibst. Nun sehen wir uns nochmal die Seitenspalte an. Direkt neben den Blogs findest du unsere Partnerliste. Alle Wikis, die hier aufgelistet sind, haben einen ähnlichen Inhalt wie das Ninjago Wiki und könnten damit deine Interessen treffen. Wenn du magst, schau doch mal vorbei. Du kannst uns übrigens auch bei Twitter und Instagram sowie auf unserem YouTube-Kanal besuchen. Folge dazu einfach den Links in dem Abschnitt Social Media. Ach ja, im Live-Chat kannst du dich, wenn du möchtest, mit unseren Nutzerinnen und Nutzern über alles Mögliche austauschen. Den Artikel des Monats hast du ja schon gesehen. Darunter findest du einen Link, der auf die Layout-Vorgaben verweist. Werfen wir kurz einen Blick auf die Seite. Diese Layout-Vorgaben sind sehr wichtig, wenn du bei uns bearbeiten möchtest. Sie gewährleisten ein einheitliches Aussehen unserer Seiten, das lässt das ganze Wiki professioneller wirken. Wir sehen uns die Seite jetzt nicht im Detail an, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass es diese Seite gibt. Du erreichst sie auch ganz einfach, wenn du in der Navigationsleiste auf Community und dann auf Layout-Vorgaben klickst. Nun sind wir schon bei der Navigationsleiste. Unter dem Reiter Gut findest du das Ninja-Team, die Elementarmeister und die aktuellen Verbündeten. Wenn du zum Beispiel auf den Reiter Gut klickst, kommst du auf die Kategorienseite, in der alle Charaktere, die bei Ninjago auf der guten Seite stehen, aufgelistet sind. Unter dem Reiter Böse findest du die Antagonisten, geordnet nach Staffeln. Wenn du auf eine bestimmte Fraktion klickst, kommst du auf ihre Seite. Dort findest du allgemeine Informationen über diese Bösewichte und alle Mitglieder der Gruppe. Bei Sonstiges findest du weitere Kategorienseiten, zum Beispiel Episoden und Orte. Wenn du auf Community klickst, kommst du in unsere sogenannte
Community Corner. Dort findest du nochmal kompakt alle Infos über das Wiki und sein Team. Unter dem Reiter Community findest du zuerst unsere Regeln. Es ist sehr wichtig, dass du dir diese Regeln ebenso gut durchliest wie die Nutzungsbedingungen von Fandom, um eine gute Mitarbeit zu gewährleisten. Unter den Regeln findest du unsere bereits angesprochenen Layout-Vorgaben, die du in jedem Zweifelsfall zu Rate ziehen kannst. Unter Partner findest du unsere Partnerliste. Über den Button Diskussionen kommst du in unser Diskussionsforum. Das werden wir später noch kurz besuchen. Und ganz unten erhältst du nochmal einen Überblick über das Wiki-Team. Die Admins erkennst du an der fetten Markierung, die Moderatoren an der Kursivsetzung des Benutzernamens. Alle Amtsträger haben außerdem eine spezielle Farbe, an der du alle ihre Beiträge erkennen kannst. Unter dem Reiter Erkunden kannst du die Wiki-Aktivität nachvollziehen. Hier siehst du, welche Änderungen zuletzt auf welcher Seite vorgenommen wurden. Die anderen Unterpunkte sind selbsterklärend. Über den letzten Reiter Diskutieren kommst du ebenfalls in unser Diskussionsforum. Nun sehen wir uns eine Seite genauer an, die Teil des Großprojektes ist. Hier siehst du als alleroberstes die Vorlage In Use. Dort steht, wer an dem Artikel bearbeitet und was du darfst und was nicht. Sieh dir die Vorlage auf jeden Fall genau an, wenn du auf sie stößt. Im Inhaltsverzeichnis siehst du, welche Themen in diesem Artikel bereits behandelt werden. Klick dich einfach mal durch. Natürlich sind bei weitem nicht alle Artikel so umfangreich wie dieser hier, aber wir arbeiten stetig an der Erweiterung des Wikis und können auch deine Hilfe gut gebrauchen. Rechts findest du eine Seitenleiste. Ganz oben ist der Discord-Server. Vielleicht kennst du Discord. Es ist ein Messenger-Dienst wie WhatsApp. Dort kannst du mit Gleichgesinnten chatten oder auch Sprach- und Videoanrufe tätigen. Es gibt dort eine extra Lego-Wiki-Gruppe, der du beitrittst, wenn du auf diesen Link klickst. Darunter findest du die letzten Aktivitäten. Wenn du wissen möchtest, was im Wiki gerade los ist, kannst du hierauf klicken. Auf der sich öffnenden Seite werden die letzten Änderungen angezeigt. Wenn du auf die Diskussionsaktivität klickst, kommst du in unser Diskussionsforum. Hier werden Umfragen erstellt, es wird geplaudert und über Ninjago diskutiert. Hier kannst du allerdings nur mitwirken, wenn du bei Fandom angemeldet bist. Auch am Chat kannst du nur teilnehmen, wenn du angemeldet bist. Den Link dazu findest du dann unter den Diskussionsaktivitäten. Als unangemeldeter Benutzer sieht man da leider nichts. Zuunterst in der Seitenleiste findest du die momentan beliebtesten Seiten im Wiki. Unten auf vielen Seiten findest du die Galerie. Hier werden Bilder zu dem behandelten Objekt hochgeladen. Du kannst auch selbst Bilder von deinem PC hinzufügen. Wenn du ein Bild zum Wiki hinzufügst, musst du eine Bildlizenz auswählen. Wenn du die Lizenz nicht kennst, wähle bitte Bildzitat aus. Dies besagt, dass das Bild nur zu inhaltlichen Erläuterungen genutzt wird
was hier bei quasi allen Bildern der Fall ist. Am Ende des Artikels findest du die Kategorien, über die ich bereits gesprochen habe. Sie fassen alle Artikel, die sich mit dem Thema der Kategorie befassen, zusammen. Unter den Kategorien findest du den Verweis auf andere Sprachen. Klickst du auf eine der Sprachen, wirst du zum gleichen Artikel in dem anderssprachigen Wiki geleitet. Unter den Artikeln findest du die Kommentarfunktion. Hier kannst du mit anderen Ninjago-Fans über den Artikel und über alles, was sich darauf bezieht, diskutieren. Und hier musst du auch nicht angemeldet sein. Oben, neben der Navigationsleiste, findest du den Button für das Erstellen einer neuen Seite. Wenn dem Wiki eine Seite fehlt, kannst du diesen Fehler damit einfach beheben. Zuletzt sehen wir uns noch kurz das Profil eines Nutzers an. Oben siehst du den Nutzernamen, das Profilbild und den Rang des Nutzers. Darunter einige persönliche Informationen. Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann selbst entscheiden, ob und was er von sich preisgeben möchte. Wie überall im Internet gilt, überlege dir vorher gut, was du veröffentlichst und was nicht. Darunter findest du einige Daten und andere Wikis, in denen der Nutzer aktiv ist. Das Wichtigste allerdings ist die Nachrichtenseite. Hier kannst du die Nutzerin oder den Nutzer anschreiben, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt. Die Nachrichtenseite ist öffentlich, sei also nicht überrascht, wenn sich jemand anderes mit einmischt. Rechts siehst du die Abzeichenliste. Abzeichen sind kleine Belohnungen, die du für Bearbeitungen erhältst, sofern du angemeldet bist. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann schau doch mal vorbei. Den Link zum Wiki findest du unten in der Beschreibung. Die Community des LEGO Ninjago Wikis freut sich über jedes Mitglied und jede Bearbeitung.